Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch klingt. Ich bin Thomas. Und ich bin Sarah. Wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute steigen wir mal in ein Thema ein, das für jeden, der Deutsch lernt, absolut entscheidend ist. Die Vergangenheit. Also wie erzähle ich, was ich gestern gemacht habe, was am Wochenende passiert ist? Das kann, glaube ich, am Anfang ziemlich einschüchternd wirken. Das stimmt absolut. Viele Lernende haben so einen riesen Respekt davor, weil es im Deutschen scheinbar so viele Regeln gibt. Aber unser Ziel heute ist es, dir zu zeigen, dass es ein System gibt, das eigentlich sehr, sehr logisch ist. Genau. Wenn du die zwei Hauptkonzepte verstanden hast, kannst du schon fast alles über deine Vergangenheit erzählen. Das ist unsere Mission heute. Wir wollen diese Konzepte für dich aufschlüsseln, damit du am Ende das Gefühl hast, okay, das kann ich auch. Und bevor wir richtig loslegen, eine ganz kurze Bitte. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann klick doch bitte auf Gefällt mir und abonniere unseren Kanal Deutsch klingt. Ja, und teile diese Folge gerne mit anderen, die ebenfalls Deutsch lernen. Jede Unterstützung hilft uns wirklich, weitere Inhalte zu erstellen. Also, vielen Dank schon mal dafür. Super. Gut, dann fangen wir mal beim einfachsten Baustein an. Wenn ich über die Vergangenheit spreche, muss ich ja oft sagen, wo ich war oder wie etwas war. Das Schlüsselwort hier ist also das Verb sein. Wie funktioniert das nochmal im Präsens, also in der Gegenwart? Ja, im Präsens ist es ganz vertraut, das kennen die meisten. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Zum Beispiel, heute bin ich zu Hause oder das Wetter ist gut. Das beschreibt einen Zustand, jetzt, im Hier und Jetzt. Okay, das ist die Basis. Und wie verwandle ich das jetzt in die Vergangenheit, wenn ich sagen will, wie es gestern war? So, und hier hat das Deutsche eine wunderbare Vereinfachung, besonders im gesprochenen Deutsch. Wir benutzen eine ganz simple Vergangenheitsform, das Präteritum. Du musst dir eigentlich nur zwei neue Wörter merken, war und waren. Das klingt machbar. Nur war und waren. Wie werden die denn genau eingesetzt? Es ist total einfach. Alle Formen in der Einzahl, also ich bin, du bist, er ist, die werden zu war oder warst. Also die genauen Formen sind ich war, du warst, er, sie, es war. Man sieht, es ist fast immer dasselbe Wort. Und für die Mehrzahl, also wir sind oder sie sind. Genau, da kommt das zweite Wort ins Spiel. Waren. Aus wir sind wird dann wir waren. Aus ihr seid wird ihr wart und aus sie sind wird sie waren. Lass uns das mal direkt vergleichen, das hilft dir immer am besten. Wenn ich heute sage, heute bin ich im Büro, was sage ich dann für gestern? Dann würdest du sagen, gestern war ich im Büro. Siehst du? Nur ein Wort ausgetauscht. Ganz einfach. Okay, das ist wirklich klar. Nächstes Beispiel. Ein Freund ruft an und fragt, wie es meinen Freunden geht. Ich sage, meine Freunde sind müde. Und wenn er fragt, wie sie gestern Abend waren, dann sagst du, gestern Abend waren sie sehr müde. Perfekt. Und wenn ich über das Wetter spreche? Das Wetter ist heute sonnig. Gestern war das Wetter leider regnerisch. Das System ist halt immer dasselbe. Es beschreibt einen Zustand oder einen Ort in der Vergangenheit. Wichtig ist, es ist keine Aktion, sondern ein Sein. Das ist ein super wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, was man getan hat, sondern wie etwas war oder wo man war. Also eine kleine Denkaufgabe für dich da draußen. Wo warst du gestern Abend? Vielleicht warst du im Kino. Oder du warst einfach zu Hause. Versuch mal einen Satz mit Ich war zu bilden. Genau, das ist so die erste Säule. Aber das Leben besteht ja nicht nur aus Zuständen, sondern vor allem aus Aktionen, oder? Wir gehen, essen, reden, lachen. Ja. Was machen wir damit? Sage ich dann, ich ging oder ich aß? Das ist eine fantastische Frage. Denn hier liegt wirklich der Schlüssel zum natürlich gesprochenen Deutsch. Man könnte diese Formen benutzen, das ist ja auch Präteritum, aber im Alltag, also in einem normalen Gespräch, tut das fast niemand. Es klingt sehr formell, fast wie aus einem Buch vorgelesen. Stimmt. Stattdessen benutzen wir im gesprochenen Deutsch für fast alle Aktionen das Perfekt. Das Wort klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber das Konzept ist wie ein Lego-Bausatz. Es hat immer zwei Teile. Ein Bausatz? Das gefällt mir. Was sind denn die beiden Bausteine? Also der erste Baustein ist ein sogenanntes Hilfsverb. Das ist fast immer eine Form von haben oder manchmal auch sein. Und dieses Wort steht an der zweiten Position im Satz.
Genau da, wo normalerweise das Verb ist. Okay. Und der zweite Baustein, das Partizip 2, der kommt ganz ans Ende vom Satz. Okay, das ist wichtig. Der Satz wird also wie eine Klammer aufgebaut. Hilfsverb am Anfang und das eigentliche Aktionswort in einer besonderen Form dann ganz am Ende. Lass uns das mal mit den einfachen, den regelmäßigen Verben durchspielen. Wie bilde ich denn da dieses Partizip 2? Bei den allermeisten Verben gibt es eine ganz simple Formel. G am Anfang, dann der Verbstamm und ein T am Ende. Nehmen wir mal das Verb kochen. Der Stamm ist Koch. Also gekochte. Gekocht. Also, wenn ich sagen will, dass ich gestern gekocht habe, nehme ich das Hilfsverb haben, also ich habe, und packe dann gekocht ans Ende. Exakt. Der Satz lautet dann, ich habe gestern Pasta gekocht. Da hast du deine Satzklammer. Habe gekocht. Machen wir mal ein paar schnelle Beispiele, damit sich das Muster festsetzt. Das Verb spielen. Nach der Formel gespielt, gespielt. Ein Beispielssatz wäre, die Kinder haben den ganzen Nachmittag gespielt. Okay. Lernen. Gelernt, gelernt. Ich habe gestern Deutsch gelernt. Und hören. Gehört, gehört. Am Abend hat sie Musik gehört. Das ist wirklich ein klares Muster. Man erkennt das System sofort. Aber ich ahne schon, wo der Haken ist. Das Wort regelmäßig bedeutet ja, es gibt auch was Unregelmäßiges. Da hast du absolut recht. Und das ist der Punkt, der die meiste Übung erfordert. Es gibt eine Gruppe von sehr, sehr wichtigen, häufigen Verben, die ihre eigene Form für das Partizip 2 haben. Man nennt sie auch starke Verben. Diese Formen folgen leider keiner einfachen Formel. Die muss man, auswendig lernen. Das klingt jetzt erstmal nach viel Arbeit. Gibt's da einen Trick oder ein Merkmal, woran man die erkennt? Ein typisches Merkmal ist, dass sie oft auf en enden, nicht auf t. Und, was noch wichtiger ist, der Vokal in der Mitte vom Wort, der verändert sich oft. Das ist so das deutlichste Signal. Aber die gute Nachricht ist, weil diese Verben so häufig sind, also essen, trinken, gehen, sehen, begegnen sie dir ständig. Du lernst sie durchs Hören und Sprechen fast automatisch. Okay, dann lass uns doch mal die wichtigsten von diesen unregelmäßigen Verben durchgehen. Fangen wir mit einem der allerwichtigsten an. Gehen. Gehen wird zu gegangen. Und hier kommt sofort eine wichtige Ausnahme ins Spiel. Bei Verben, die eine Bewegung von einem Ort zum anderen beschreiben, wie eben gehen, fahren oder fliegen, da benutzen wir nicht haben als Hilfsverb, sondern sein. Das ist ein entscheidender Unterschied. Also nicht ich habe gegangen, sondern ich bin gestern ins Kino gegangen oder wir sind nach Hause gegangen. Das Hilfsverb sein signalisiert hier die Bewegung. das ist eine super Eselsbrücke. Bewegung von A nach B ist oft mit sein. Verstanden. Okay, nächstes wichtiges Verb, essen. Das wird zu gegessen. Hier hörst du die Vokaländerung. Und da es keine Bewegung von A nach B ist, benutzen wir wieder ganz normal haben. Zum Beispiel, er hat eine Pizza gegessen. Und was ist mit trinken? Das wird zu getrunken. Der Vokal ändert sich von I zu U. Wir haben Kaffee getrunken. Ja, das ist ein klares Beispiel für die Vokaländerung. Wie sieht es aus mit sehen? Sehen wird zu gesehen. Ich habe am Wochenende einen guten Film gesehen. Okay, und sprechen, das braucht man ja wirklich ständig. Hier ändert sich der Vokal von E zu O. Es wird zu gesprochen. Ich habe gestern lange mit meiner Freundin gesprochen. Das sind jetzt schon einige, aber wie du sagtest, man braucht sie wirklich jeden Tag. Lass uns noch 3 ganz zentrale nehmen. Lesen, kommen und nehmen. Gerne. Lesen ist interessant. Es wird zu gelesen. Die Schreibweise ist sehr ähnlich, aber die Aussprache wird anders. Sie hat ein spannendes Buch gelesen. Und kommen, das ist ja wieder eine Bewegung. Genau, also wieder mit sein. Kommen wird zu gekommen. Wann bist du nach Hause gekommen? Und als letztes nehmen. Das wird zu genommen. Er hat den Bus zur Arbeit genommen. Puh, okay. Das ist eine Menge, aber man sieht das System. Regelmäßige Verben mit G.C.T. und die unregelmäßigen mit Vokalwechsel und N am Ende. Und dazu die Unterscheidung zwischen haben und sein. Gibt es noch irgendeinen Sonderfall, den man kennen muss? Ja, es gibt noch einen, der ist sehr häufig und macht das Leben einfacher. Es ist das Verb
haben selbst. Wenn du sagen willst, dass du etwas hattest. Okay, wie funktioniert das? Bilde ich da auch das Perfekt? Sage ich habe gestern Zeit gehabt? Grammatikalisch ist das nicht falsch, man kann das sagen. Aber es klingt ein bisschen hölzern, ein bisschen unnatürlich. Ähnlich wie bei sein benutzen die meisten Deutschen im Gespräch für haben die einfache Präteritumsform. Hatte. Ah, also genauso wie aus sein einfach wahr wurde, wird aus haben einfach hatte? Ganz genau. Also statt heute habe ich Zeit, sagst du für die Vergangenheit viel natürlicher, gestern hatte ich keine Zeit. Oder ein anderes Beispiel. Wir hatten im Urlaub viel Spaß. Das ist kürzer, eleganter und absolut alltagstauglich. Das ist ein super Tipp. Also für diese Zustandsverben sein und haben nehmen wir im Gespräch einfach die kurze Form ich war, ich hatte. Ja. Und für fast alle anderen Aktionen nehmen wir das zweiteilige Perfekt. Das ist die perfekte Zusammenfassung der beiden Systeme. Und jetzt, wo wir die ganzen Bausteine haben, war, waren, hatte und das Perfekt mit beiden Verbtypen, können wir anfangen, eine richtige Geschichte zu erzählen. Ja, lass uns das mal in der Praxis sehen. Erzähl doch mal, was du so letztes Wochenende gemacht hast und versuch die verschiedenen Formen ganz natürlich zu mischen. Sehr gerne. Also, mein letztes Wochenende war ziemlich entspannt. Am Samstag habe ich erst mal lange geschlafen. Dann bin ich in die Stadt gefahren. Fahren ist ja unregelmäßig und eine Bewegung, deshalb mit sein. Dort habe ich eine Freundin getroffen. Wir waren beide hungrig, also sind wir in ein kleines Café gegangen. Ich habe einen Salat gegessen und sie hat eine Suppe bestellt. Wir haben fast 2 Stunden lang nur geredet. Es war wirklich schön. Ja, am Abend bin ich dann wieder nach Hause gefahren und habe nur noch einen Film gesehen. Das ist ein perfektes Beispiel. Du hast war für den Zustand benutzt, du hattest Verbenbewegung mit sein, wie bin gefahren und sind gegangen, und du hattest ganz viele Aktionen mit haben. Habe geschlafen, habe getroffen, habe gegessen. Das klingt total natürlich. Genauso würde man es im echten Leben erzählen. So, jetzt bist du dran. Erzähl doch mal von einem schönen Erlebnis aus deinem letzten Urlaub. Okay, mal überlegen. In meinem letzten Urlaub bin ich in die Berge gewandert. Das Wetter war fantastisch. Die Sonne hat jeden Tag geschienen. Oh, schön. Ja, wirklich. Ich bin sehr früh aufgestanden und bin dann stundenlang allein durch die Natur gelaufen. Unterwegs habe ich oft Pause gemacht und einfach die Aussicht genossen. Ich habe auch viele Fotos gemacht. Zum Mittagessen hatte ich immer nur ein Brot und einen Apfel dabei. Das hat aber super geschmeckt. Abends war ich dann immer total müde. Ich habe dann meistens noch ein bisschen gelesen und bin dann ziemlich früh ins Bett gegangen. Es war unglaublich erholsam. Das klingt wunderbar. Und auch hier hören wir wieder den perfekten Mix. Du siehst, wenn du einmal dieses zweigleisige System verstanden hast, Ja, hier die Zustände mit war und hatte und dort die Aktionen mit dem Perfekt, dann kannst du anfangen, wirklich flüssig und lebendig von deinen Erlebnissen zu erzählen. fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse für dich da draußen noch einmal ganz kurz zusammen. Was ist so die absolute Kernessenz? Die Kernessenz ist: Trenne im Kopf zwischen Zuständen und Aktionen. Für Zustände wie etwas war, wo du warst, was du hattest, benutzt du die einfachen Wörter. War, waren und hatte. Und für Aktionen, also alles, was du aktiv getan hast, benutzt du im normalen Gespräch fast immer das Perfekt. Das ist dieser Bausatz aus 2 Teilen, einem Hilfsverb, also haben oder sein am Anfang, und dem Partizip 2 ganz am Ende. Genau. Und wenn du am Anfang nicht alle unregelmäßigen Verben kennst, ist das überhaupt kein Problem. Konzentriere dich auf die wichtigsten 5 oder 6. Gegangen, gegessen, getrunken, gesehen, gesprochen, gefahren. Stimmt. Damit kannst du schon 80% deiner Alltagsgeschichten erzählen. Und der vielleicht wichtigste Punkt von allen: Hab keine Angst, Fehler zu machen. Es ist völlig normal. Selbst wenn du mal haben und sein verwechselst oder ein Partizip falsch bildest, man wird dich trotzdem verstehen. Das Wichtigste ist, dass du sprichst. Absolut. Jeder Fehler ist ein Schritt nach vorn. Sprache lernt man nicht durch Perfektion, sondern durch Anwendung. Versuche doch mal, jeden Tag 1, 2 Sätze über deinen Tag zu formulieren. Was hast du heute gemacht? Was hast du gegessen? Das ist das beste Training. Und weil das Training so wichtig ist, haben wir zum Schluss noch eine kleine Aufgabe für dich. Unsere Frage der Woche lautet: Was hast du am letzten Wochenende gemacht?
Schreib uns eine ganz einfache Antwort in die Kommentare. Es muss keine lange Geschichte sein. Ein Satz ist schon fantastisch. Zum Beispiel, ich war im Park. Oder, ich habe mit Freunden Kaffee getrunken. Oder, ich habe ein Buch gelesen. Wir freuen uns wirklich sehr, von dir zu lesen. Und bevor wir uns verabschieden, noch eine letzte Überlegung, ein Gedanke zum Mitnehmen. Das gesprochene Deutsch lebt, wie wir gesehen haben, fast ausschließlich im Perfekt. Das schriftliche Deutsch aber, besonders in Büchern und Zeitungen, benutzt sehr oft das Präteritum. Also, er ging, sie aß. Stimmt. Das bedeutet, es gibt fast 2 verschiedene Sprachen für die Vergangenheit, je nachdem, ob man spricht oder schreibt. Achte doch mal darauf, wenn du das nächste Mal einen deutschen Text liest. Wie fühlt sich die Sprache anders an, als die wir heute besprochen haben? Ein super Gedanke. Damit entlassen wir dich für heute. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal Deutsch klingt. Und teile uns gerne mit anderen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.